Ja, hallo, guten Morgen. Heute nehme ich euch mit nach Polheim bei Gießen. Moritz Kuhlmann, bekannt unter Motoritz, ist einer der spezialisierten Tüftler in Bezug auf Yamaha Einzylinder Enduro Modelle XT 500, XT 550, 600 und ich will mir heute bei Moritz eine XT 600 Tenere aus den 80er Jahren anschauen. Bin auch gespannt, wie sich's so im Fahrbetrieb, was da für Wehwehchen kommen. Weil man muss sich ja auch entsprechend dann darauf einstellen, dass man da auch ein bisschen rumschraubt, was auch die Ersatzteilsituation angeht. Und da nehme ich euch heute mit und jetzt geht's auf nach Polheim bei Gießen. Angekommen nach 450 Kilometer. Da hängt die XT an der Decke. Das ist ja lustig. So, machen wir mal einen kleinen Rundgang hier. Mensch, alles voll. Schaut euch das mal an. Ach du Schande. Bis unter die Decke voll mit Motorersatzteile. Also du hast hier einen Choke, der ist hier, ein bisschen versteckt, machst du Benzin an auf, und dann ich mache immer das Licht aus und dann überhaupt kein Ding. Also du kannst wirklich, mit der Hand mache ich es allerdings so, da gehe ich tatsächlich über den oberen Todpunkt rüber. Ja, genau. das hast du ja. Hier hast du da Not aus oder bei dem da? Nicht aufhören zwischendurch, sondern wirklich einfach nur. Entscheiden, würde ich sagen, zweiten Kotflügel dazu. So, wir fahren jetzt zum Mittagessen. Und auf Anhieb da.
So, die ersten Meter mit der Tenere. Er hat gesagt, schön einfahren, schön warm fahren. Ja, fühlt sich gräbig an. Ja, geht noch ein Gang hoch, okay. Ja, ich muss natürlich noch ein bisschen langsamer tun, muss mich erstmal gewöhnen. Ui, die vibriert hier vorne. Ja. Das ist urig. Der Moritz fährt mir schon davon. Ah, okay, okay. Warte mal. Ja, so konnte ich wenigstens ein bisschen warm fahren. Ja, ganz schön hoch. Also ich komme gerade mit den Zehenspitzen runter. Fußrasten sind auch ein bisschen ungewohnt weit vorn für mich, aber ich denke, das ist von der Geometrie her ein bisschen anders, wie ich es von der GS gewohnt bin. So. Nehmen wir an. Jetzt wird es gleich grün. Alles perfekt. Ich muss mir erst einmal dran das Gefühl bekommen. Also. Ja, jetzt war's, der 5. Fühlt sich gut an. Gut, alt, kernig. Und dann der Dampfhammer. Der Nostalgie-Dampfhammer ist super. Juhu. Ja, also Moritz meinte, für Weitreisen gibt es noch ein paar Ersatzteile, die man dabei haben sollte. Der Empfehlung werde ich natürlich nachkommen. Kickstarter, Lichtmaschine. Irgendwelche Dichtungen für einen Vergaser, wenn der mal hängt und aufgemacht werden muss. Ja, dann wäre ich noch zum Schrauber hier. Du. Aber ich denke, so viel gibt es gar nicht zu schrauben. Ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch mit so einem 40 Jahre alten Bike auch noch Fernreisen machen würdet. Ich meine, da gibt es natürlich viele Ansätze, die dagegen sprechen, aber auch einiges, was dafür spricht, weil man hebt sich da dann natürlich doch von der Masse ab. Ist halt ein Jugendtraum, muss man ganz klar sagen. Ich habe den Führerschein in den 80er gemacht, dass die gerade auf den Markt gekommen oder war schon da. Konnte sie mir damals nicht leisten.
Tja, so der Stand der Dinge. Natürlich kein Schaltassistent. Keine Fahrwerkseinstellung elektronisch. Aber das ist halt einfach urig pur. So. Lecker gegessen beim Thai. Und jetzt geht's wieder zurück. So. Einmal ankicken. Einmal ankicken und sie war da. Super. Dort, Ja. weil ein Gussteil unter Spannung und ständig getreten. Das ist ein Teil, was ich mitnehmen würde. Es gibt ein Steuergerät, was aufgrund des Alters und Feuchtigkeitseindringen kaputt gehen kann. Das ist die Steuergerät, die CDI. Das würde ich mitnehmen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Lichtmaschine. Die läuft im Öl, wird heiß und kalt über 40 Jahre, was die Lacke und Harze, die einzelnen Kabel isolieren, ja nicht besser macht. Und das ist ein Teil, was ich auf Extremreisen mitnehme, weil dann steht das Motorrad. Das kann dir auch, in Istanbul wird es einen Wickler geben, aber wer weiß, wie lange das hält, ne, zum Beispiel. Aber das kannst du auf dem Dorf irgendwie nicht reparieren. Wenn du das dabei hast und so ein paar Dichtungen rechts, links, vielleicht noch härtere Kupplungsfedern für den Notfall, wenn du sagst, ich habe meine Kupplung im Sand beim Geländefahren so überstrapaziert, dass die jetzt durchrutscht, kannst du entweder mit Unterlegscheiben, mit passenden, die Feder ja weiter vorspannen, ne? Oder du nimmst andere Federn. Die ist kein großes Gewicht, die nimmst du mit. Dann nimmst du mit einen Kupplungshebel und einen Bremshebel. Im Idealfall sägt man die hier vor der Kugel an. Dann hast du eine Sollbruchstelle, dann knackt immer nur die Kugel weg. Und auf der Seite die Spiegelklemme. Ne? Das ist das Sturzteil, wenn das nämlich nicht wegbiegt, bricht die Spiegelklemme und dann kriegst du das hier nicht mehr fixiert. Oder sogar die Armatur auf der Seite für die Kupplung. Okay. Ja, das habe ich dabei. Dann Speichen. Vorderrad und Hinterrad gibt es Unterschiede. Es gibt Innen- und Außenspeichen, wie man sieht, und rechts und links. Ne? Immer, ich schlafe ja neben dem Motorrad und wenn ich aufwache, gucke ich immer mal und habe auch einen Schlüssel oder so, klöppel mal durch, ob da irgendwas ist. Ne? Die Radlager habe ich vorher gemacht vor einer Reise und das sind Normlager. Vorne 6202 und hinten 6203. Das heißt, das sind Standard-Radlager, doppelt geschlossen 2RS. Da passiert nichts, die sind von innen gefettet. Wenn du die neu machst, da kannst du 100.000 Kilometer mitfahren, 50.000. Ansonsten, wenn man sich unsicher ist und sagt, man fährt 2 Jahre um die Erde, nimmst du halt einen Radlagersatz vorne und einen Radlagersatz hinten mit. Dann nehme ich immer mit ein Stück von der Kette, aber genau von der Kette, weil 520er Teilung ist nicht 520er Teilung. Jeder Kettenhersteller hat in der 520er Teilung 20 Ketten im Angebot und die passen die auch nicht hin und her. Ne? Okay. Also sind alle Laschendicke ist unterschiedlich, die Bolzendicke, die Teilung ist die gleiche, aber jedes Ding hat ein eigenes Schloss und einen eigenen Bolzen. Das heißt, ich sag mal so 6 Glieder oder so, falls man mal irgendwas in die Kette kriegt, Unfall, Stock, Stein und das Ding läuft nicht mehr, kann man die Kette immer reparieren, verlängern und mit 2 Schlössern flicken sozusagen, ne, wenn da was kaputt ist. Ja, und jetzt fällt mir schon fast nichts mehr ein. Wenn man will, so ein bisschen Elektrik-Set, ne? Also was weiß ich, ein Frontscheinwerfer, das ist jetzt H4, die gibt es auf jeder Tankstelle, sogar im Außen.
Benzinschlauch, wichtig, auch also auch nicht irgendwie nur so ein Stück, sondern damit kann man ja alles Mögliche machen. Ein Motorrad höher parken als das andere und danach tanken. Ne? Wenn du einen Meterschlauch hast, stellst du das die Böschung hoch und lässt runterlaufen von einem zum anderen. Also das sind einfach so Sachen, die es praktisch machen. Ich verlege immer einen zweiten Kupplungszug schon, dann muss ich nicht im Gepäck haben. Blöd. Ne? Ha. So, da ist immer ein zweiter. Schraub mir meist auch die Hebel, damit ich die auch nicht im Gepäck habe. Irgendwo dran, wo es Sinn macht. Die kannst du ja irgendwo dran schrauben und wie eine Unterlegscheibe nutzen. Ne? Einen zweiten Satz Gaszüge nehme ich auch mit. Ganz normal bauen. So. Also gibt es ja so komplett hier. Das kostet, so ein Zug kostet keine 20 €. Ja. Die Wellen, Tachowelle, da kann ich mit leben, wenn die ausfällt. Die Lasermesserwelle auch, das ist egal. Ne? Dann nehme ich meist noch ein Ritzelsicherungsblech mit. Einen zweiten Benzinfilter. Ich habe einen Benzinfilter immer dazwischen, weil ich denke, manchmal tanke ich doch Dreck. Oder jetzt in Westafrika, gerade in Mauretanien, haben wir das Benzin nur in Kanistern bekommen. Schmugglerbenzin aus Algerien. Und da war unten den letzten halben Liter konntest du nicht tanken. Da war Dreck drin und auch manchmal eine Handvoll Sand im Kanister. Und wenn du das da auch mal drin hast. Und dann nehme ich bei so Reisen einen zweiten Luftfilter mit, in einer Ziptüte, schon geölt, fertig, dass ich abends irgendwo mal den Luftfilter wechseln kann und dann, wenn ich das nächste Mal an der Tankstelle bin, den auch sauber machen kann, wieder ölen kann und wieder in den Kippbeutel. Ja, das ist es dann eigentlich schon fast. Ne? Eine Dichtmasse, mit der man alles machen kann, Hochtemperaturfeste, mit der du von außen Risse, dann habe ich noch ein 2 Komponenten Metall dabei, also so ein, wo du einen Motordeckel mit Stöckchen flicken könntest, ne? Wenn du ein Loch rein, ein Stück Blech, findest du immer einen Rödel dran. Und dann halt einen Schlauch für vorne und für hinten. Ich will jetzt nicht anfangen, es gibt Leute, die ziehen einen 19er Schlauch vorne rein, um mit dem 19er vorne und hinten nur mal einen Schlauch dabei zu haben. Das muss man aber können, weil der 19er Schlauch, der hinten passt, wenn du den vorne rein machst, beim Montieren machst du den eigentlich immer kaputt. Und das ist es. Ich fahre ohne Seitendeckel, weil es mir die Möglichkeit bietet, Laschen an das Motorrad, die Laschen zu nutzen für mein Gepäck. Einfacher den Ölstand zu kontrollieren, ohne irgendwas abzupacken. Weil wenn du jetzt Seitentaschen hast und der Öltank hinter den Plastikdeckeln sitzt, wie es bei beiden Motorrädern der Fall ist, kommst du ja nicht mal in den Öltank. Das heißt, du musst ja bei heißen Motor nach der Fahrt gucken. Richtig fest hier mit den Zoohosen kann ich also praktisch, mein Gepäck liegt nicht da, sondern so weit wie möglich vorne von der Gewichtsverteilung, um wirklich im Sand noch im Stehen gut fahren zu können. Okay. Nicht zu weit, also dass ich hier wirklich mich ein bisschen bewegen kann, aber ich hab's da. Weil das Gepäck 20 Kilo hier ist wie 10 Kilo hier. Alles minimalistisch und am Fahrzeug verteilt. Ne? Ja, Moritz, herzlichen Dank für diese nutzbringenden Tipps. Anbei noch ein paar Impressionen aus dieser außergewöhnlichen Werkstatt von einem außergewöhnlichen Motorradkenner. Ich verlasse jetzt Polheim, wieder in Richtung Heimat. War ein schöner Nachmittag, war super. Ich konnte jetzt tiefergehende Einblicke in die Ur-Teneré gewinnen. Der Moritz hat mich also super gut informiert. Das ist ein absoluter Freak, was dieses Motorradtyp angeht. Ja, das Ergebnis könnt ihr euch vorstellen. Mehr darüber demnächst und seid gespannt. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.